Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Obersalzberger Gespräch online. Wir werden Ihnen heute ein paar spannende Einblicke in die neue Dauerausstellung geben. Mein Name ist Leonie Zangerl, ich bin Bildungsreferentin an der Dokumentation Obersalzberg und mit mir heute ist Sven Keller hier im Gespräch. Sven ist fachlicher Leiter der Dokumentation und war damit maßgebend an der Neukonzeption der Ausstellung beteiligt. Sven, wir befinden uns ja heute in einer eher ungewöhnlichen Umgebung. Kannst du unseren Zuschauerinnen vielleicht mal erklären, was man hier sieht im Hintergrund? Ja, wir sind hier im Vorraum zum Bunker. Also was man hier im Hintergrund sieht, ist das Bunkerportal. Das ist der historische Eingang zum Bunker. Und wenn die Ausstellung mal fertig ist, werden wir hier in diesem Areal hier eine kurze Einführung zum Bunker den Ausstellungsbesucherinnen und Besuchern geben. Mit dem Neubau gibt es ja jetzt eine weitaus größere Ausstellungsfläche. Warum war es eigentlich nötig, dass man für die Dokumentation Obersalzberg mehr Platz schafft? Wir hatten ja nebenan die alte Dokumentation Obersalzberg, unser altes Gebäude, das 1999 eröffnet worden ist. Das war seinerzeit ausgelegt so für ungefähr 30.000 bis maximal 35.000 Besucher pro Jahr. Und wir hatten jetzt aber zuletzt, also vor Corona, ungefähr 170.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Daran kann man schon erkennen, wie eng es gerade in den Sommermonaten zugegangen ist in der alten Ausstellung. Da war es also dringend notwendig, dass wir das Angebot etwas erweitern, gerade auch in räumlicher Hinsicht. Welche Herausforderungen gab und gibt es dann eigentlich, wenn man eine Ausstellung an einem Ort wie dem Obersalzberg gestaltet? Ja, der Obersalzberg an sich ist ja ein sehr schöner Ort, eine wunderbare Natur. Und gleichzeitig ist es aber ein Ort, der ganz eng mit Adolf Hitler verknüpft ist, der hier seinen Wohnsitz hatte und de facto ein zweiter Regierungssitz des NS-Staates. Und das miteinander in Einklang zu bringen, also die Tatsache, dass man hier sich in wunderschöner Landschaft zunächst mal bewegt, die aber dann doch so einen dunklen, würde ich mal sagen, Aspekt in ihrer Geschichte hat. Das ist eine Herausforderung, die wir natürlich auch so als Ausgangspunkt für die Ausstellung genommen haben, diese Diskrepanz, das so ein bisschen aufzudecken und darüber zu informieren. Und eine zweite ganz wichtige Herausforderung ist, dass hier am Obersalzberg unglaublich viel an Propagandabildmaterial entstanden ist. Also diese ganze Erzählung von Hitler als Volkskanzler, als nahbarer Führer, als Kinderfreund, Natur- und Tierliebhaber ist zu ganz großen Teilen hier am Obersalzberg entstanden. Und da muss man sich in der Ausstellung natürlich auch damit auseinandersetzen und man muss sich vor allem dafür hüten, das in der Ausstellung einfach zu reproduzieren, sondern man muss ganz klar offenlegen, was das für Bilder sind, die man in der Ausstellung natürlich auch ein Stück weit zeigen muss. Man kann ja nicht einfach so drüber hinweggehen, aber man muss sich eben davor hüten, einfach die NS-Propaganda irgendwie fortzuschreiben und am Ende nicht ein Museum über Hitler zu haben, sondern ein Hitler-Museum. Du hast vorhin schon einen Begriff erwähnt, die Idylle. Der Titel der neuen Ausstellung wird Idyll und Verbrechen lauten. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Ja, über das Idyll habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen gesprochen. Und ganz zentral ist natürlich dieser zweite Teil, die Verbrechen. Der Obersalzberg war, wie gesagt, so eine Art zweite Machtzentrale des NS-Staates. Das bedeutet, dass es kaum ein Politikfeld gibt, im Nationalsozialismus, das nicht auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Obersalzberg hier verknüpft wäre. Hitler hat ungefähr ein Viertel seiner Regierungszeit hier verbracht. Das macht schon deutlich, allein schon von der zeitlichen Quantität, wie wichtig der Ort war. Und da gehören eben auch im Grunde alle großen Verbrechenskomplexe des NS-Staates mit dazu. Also von der Euthanasie über den Vernichtungskrieg im Osten bis hin zum Völkermord haben wir hier am Obersalzberg Planungen, Entscheidungen, die hier stattfinden. Und insofern gibt es hier eine ganz enge Verbindung zwischen Idyll und Verbrechen. Welche Themenkomplexe werden so im Ganzen in der Ausstellung dann behandelt? Also wir gliedern die Ausstellung in 5 Kapitel. Gleich am Anfang stellen wir erstmal so ein bisschen den historischen Ort vor, die historische Topografie. Wenn man hierher kommt,
dann ist es nicht leicht, sich zu orientieren. Also von der historischen Topographie ist eigentlich, was jetzt authentisch, was noch original wäre, nicht mehr viel vorhanden. Und deswegen geben wir erstmal so eine gewisse Orientierung, unter anderem durch ein großes Modell des Obersalzbergs in seinem Zustand 1944, einfach um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zurechtzufinden an diesem historischen Ort. Gleichzeitig geht es da dann auch um die Frage der 20er Jahre, wie kommt Hitler zum Obersalzberg, wie sieht diese im Grunde Frühgeschichte des Obersalzberg im Nationalsozialismus aus. Kapitel 1 befasst sich auch mit der Berghofgesellschaft, das meint diesen engsten Kreis, den Hitler hier am Obersalzberg um sich herum schart und der für so ein ganz eigentümliches Mischungsverhältnis zwischen privatem Wohnsitz und Machtzentrale sorgt. Ganz prominent und zentral natürlich für diesen engsten Kreis dann die Eva Braun. Und wir haben in diesem ersten Kapitel noch außerdem einen Teil, der sich intensiv mit den Propagandabildwelten befasst, die hier am Obersalzberg entstanden sind, wo es darum geht, sowas, also wir nennen das Dekonstruieren, also klarzumachen, wie werden diese Bilder technisch hergestellt, wie werden die inszeniert, was ist die Choreografie dahinter, was ist die Intention dahinter. Auch das ist ein ganz wichtiger Teil dieses ersten Kapitels. Da befassen wir uns also intensiv erstmal mit dem Obersalzberg. In Kapitel 2 weiten wir dann so ein bisschen den Blick vom Obersalzberg ausgehend und schauen uns die Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus an, also die sogenannte Volksgemeinschaft. Und die Volksgemeinschaft hat ja zwei Aspekte, einmal den integrativen, den inklusiven Teil und einmal gehört aber genauso dazu die Verfolgung, die Ausgrenzung derer, die eben nicht Teil der Volksgemeinschaft sein durften. Das sind jetzt nicht nur irgendwie zwei Seiten einer Medaille, sondern das ist was ganz eng miteinander verschränkt ist. Und da versuchen wir hier in der Ausstellung, das durch Orte hier in der Region auch, also auch die jetzt für Dinge stehen, wo auch die Besucherinnen und Besucher aus ihrem Alltag, auch aus ihrem Urlaubsalltag kennen, die Berghütte zum Beispiel, die Wirtschaft oder auch das Hotel, zu zeigen, wie an so ganz alltäglichen Orten Ausgrenzung stattfindet, wie die Verfolgung hier vor Ort auch beginnt. Wir machen das nicht, um jetzt mit einem Zeigefinger besonders auf die Region Berchtesgaden zu zeigen, sondern die Message dahinter ist, dass das einfach was ganz Alltägliches ist, das überall im Reich stattfindet. Also auch in so idyllischen Regionen wie hier in Berchtesgaden findet diese Ausgrenzung in der Volksgemeinschaft statt, die hier vor Ort, vor der eigenen Haustür beginnt und nicht etwa im Osten beginnt, sondern dann später irgendwann im Völkermord endet. Nach dem Kapitel 2, nach dieser gesellschaftsgeschichtlichen Perspektive, geht es in Kapitel 3 zunächst mal um die Expansionspolitik des Dritten Reiches in den 1930er Jahren. Auch das sind Dinge, die eng mit dem Obersalzberg verknüpft sind. Also Stichwort zum Beispiel das Berchtesgadener Abkommen im Vorfeld des sogenannten Anschlusses von Österreich. Und außerdem Teil von Kapitel 3, ein ganz gewichtiger Teil, ist der Zweite Weltkrieg. Und auch da, vielleicht kann man hier nochmal so ein bisschen erklären, dass unser Ansinnen ist, eben exemplarisch zu erzählen und uns nicht zu weit vom Obersalzberg zu entfernen. Also wir streben nicht den ganz großen Überblick an. Den kann man auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche auch nur sehr schwer leisten, sondern wir erzählen eigentlich immer ausgehend vom Obersalzberg und suchen uns dann unseren Fokus. Genauso machen wir das auch im Zweiten Weltkrieg, also so dass wir zum Beispiel einen Schwerpunkt haben am Überfall auf Polen, der im August 1939 in weiten Teilen hier am Obersalzberg mit vorbereitet wurde, oder auch Frühjahr 1941, wo es um die Vorbereitung des verbrecherischen Krieges gegen die Sowjetunion geht. Also auch da spielt der Obersalzberg als Ort eine ganz wichtige Rolle. Wir kommen dann zum Kapitel 4, das auch räumlich gesehen ein gewisses Zentrum in der Ausstellung bildet. Da kommen wir jetzt auch ganz konkret zum Verbrechensteil im Ausstellungstitel, nennt sich Täterort und Tatorte. Der Obersalzberg ist ein Täterort, nicht nur deswegen, weil hier
Täter, NS-Größen ihren Wohnsitz haben, also neben Hitler auch jemand wie Göring, Bormann oder Albert Speer, oder weil sie regelmäßig hierher kommen wie Goebbels oder auch Heinrich Himmler, sondern weil hier Dinge geplant und entschieden worden sind, die dann Auswirkungen in ganz Europa haben, an den Tatorten. Wir haben also hier am Obersalzberg den Täterort und damit ganz eng verknüpft und korrespondierend die Täterorte in ganz Europa. Nach diesem zentralen Kapitel Täterort und Tatorte kommt dann mit Kapitel 5 der Ausblick auf die Zeit danach. Es nennt sich nach Hitler und da schauen wir uns die Geschichte des Obersalzbergs nach Kriegsende an. Also wie endet der Krieg am Obersalzberg und auch wie ist mit diesem historischen Ort Obersalzberg dann in den Jahrzehnten danach umgegangen worden. Du hast jetzt schon das zentrale Thema, die Tatorte, angesprochen. Da würde ich gerne noch mal einhaken. Könntest du uns da sagen, um welche Tatorte sich das genau handelt und vor allem, warum das auch so wichtig ist, dass die eine zentrale Rolle spielen? Also ich habe schon ein bisschen gesagt, dass wir exemplarisch erzählen wollen. Das gilt auch für diese Tatorte. Also wir haben uns 5 Tatorte ausgesucht, die verschiedene Verbrechenskomplexe abdecken. Also das wäre einmal Hartheim für die Euthanasie, für die sogenannte Euthanasie. Das wäre Kaunas für den Völkermord, für den Holocaust durch Erschießen. Das wäre Warschau und Treblinka, also diese Kombination aus großem Ghetto und Vernichtungslager. Und das wäre Auschwitz und außerdem dann noch Leningrad durch die Blockade von Leningrad. Also der Ort steht für den Vernichtungskrieg im Osten. Wir haben jetzt schon sehr viel über das Was gehört. Mich würde jetzt noch das Wie interessieren. Also wie genau wird die Geschichte des Nationalsozialismus und des Obersalzbergs in der Ausstellung erzählt? Ja, wir setzen da so ein bisschen, falls Sie die alte Ausstellung kennen, also falls das Publikum die alte Ausstellung kennt, wir setzen so ein bisschen andere Schwerpunkte. Wir versuchen jetzt deutlich stärker vom historischen Ort auszugehen in unserer Erzählung, möglichst viele Verknüpfungen mit dem Obersalzberg herzustellen und wir versuchen exemplarisch zu erzählen. Also natürlich soll trotzdem sowas wie ein Gesamtbild, ein stimmiges Gesamtbild entstehen. Das streben wir natürlich an. Trotzdem ist es notwendig, Schwerpunkte zu setzen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, vom historischen Ort, an dem wir uns befinden, dann auch auszugehen. Wir werden ja nicht nur exemplarisch vom Ort aus erzählen, sondern auch vom Objekt, vom Exponat aus. Was das genau bedeutet, können wir uns vielleicht am besten an einem Beispiel anschauen, das wir vorbereitet haben. Ich glaube, wir haben das Zigarettenbilder-Sammelalbum hier. Haben wir tatsächlich, ja. Das ist ein ganz spannendes Beispiel, weil man da viele Themen anknüpfen kann, die wir hier am Obersalzberg haben. Also allen voran natürlich die Propaganda. Solche Zigarettensammelbilderalben sind keine Erfindung des Nationalsozialismus, die gab es also schon in den 20er Jahren. Das ist im Grunde ein bewährtes Werbeinstrument. Und auch die NS-Propaganda kooperiert dann mit einer Zigarettenfirma und bringt solche Alben mit Führerbildern auf den Markt. Also da sind auch Bilder vom Obersalzberg natürlich enthalten. Und die Leute konnten sich dann diese Bilder gewissermaßen errauchen. Und unser Ansatz ist jetzt eben nicht nur zu sagen, also es gibt diese Alben und dann wie funktioniert die Propaganda und wir zeigen euch jetzt ein Beispiel, sondern wir erzählen vom Exponat aus, vom Objekt aus und erklären dann auch, wie so ein Sammelbilderalbum konkret funktioniert. Also das Sammelalbum erzählt uns gewissermaßen seine Geschichte. Und in der Ausstellung haben wir dann auch ein Album, das insofern ganz konkret eine spannende Geschichte erzählt, weil wir den Vorbesitzer kennen. Also der Vorbesitzer hat uns geschildert, wie er als kleiner Junge, als Schulbub auf dem Pausenhof die Bilder für dieses Sammelalbum ertauscht hat, um es voll zu kriegen. Und da kann man eben sehen, wie die NS-Propaganda und kann man zeigen, wie die NS-Propaganda bis ins Kinderzimmer vorgedrungen ist durch solche Praktiken, die wir ja heute auch noch kennen. Also viele
viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden eventuell schon früher mal diese Fußballalben getauscht haben. Man kann sich das vom Prinzip her ganz ähnlich vorstellen. Und diese Geschichte lassen wir oder erzählen wir anhand dieses Albums, also ausgehend von diesem Exponat. Ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch auf die weiteren Exponate noch gespannt sein. Um gleich bei Beispielen zu bleiben, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, der Ort, der Bezug zum Ort spielt eine zentrale Rolle. Damit ist aber nicht nur der Obersalzberg selbst gemeint, das hast du auch erwähnt, sondern auch die angrenzende Region. Mhm. Und vielleicht gibt es da noch ein Beispiel, anhand dessen wir das ausführen könnten. Also vielleicht tatsächlich eins auch aus dem Kapitel 2, wo es um die Volksgemeinschaft geht. Wir haben da zum Beispiel die Familie Moderegger vom Königssee, die da das Strandbad betreibt. Die Felicitas und Max Moderegger sind die Eheleute und die Felicitas Moderegger ist Jüdin. Die wird später fliehen, also die wird den Krieg überleben, aber ihr Mann und auch ihr Sohn bleiben zurück und ihr Mann wird auch erheblich unter Druck gesetzt, sich scheiden zu lassen. Der Sohn wird als sogenannter Halbjude auch schikaniert, hat unter Einschränkungen zu leiden. Und das ist eben eine der Geschichten, die wir aufgreifen und hier auch von der Region ausgehend dann in der Ausstellung erzählen werden. Ja, vielen Dank schon mal für diese spannenden Einblicke. Wir haben jetzt schon sehr viel eigentlich inhaltlich gehört und inhaltlich, glaube ich, auch eine gute Vorstellung von der Ausstellung. Wie dürfen wir uns vorstellen, dass die Ausstellung aussehen wird? Also was wird unsere Besucherinnen und Besucher erwarten, wenn sie in diesen großen Ausstellungsraum kommen? Also wir versuchen natürlich von der Ausstellungsarchitektur her jetzt eher zurückhaltend zu bleiben, eher nüchtern. Das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass wir hier kein bombastisches Hitlermuseum bauen, sondern sehr nüchtern, sehr zurückhaltend, mit einem eher aufklärerischen Ansatz natürlich an das Thema herangehen. Und auch nicht die Ausstellungsarchitektur in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern uns geht es ja darum, Informationen anzubieten und zu vermitteln. Und das soll sich natürlich auch darin spiegeln, wie die Ausstellung aussieht. Ich glaube, jetzt wäre vielleicht ein guter Punkt, nochmal den Bogen zu spannen zum Anfang unseres Gesprächs, und zwar dieser große Bunkereingang, vor dem wir sitzen. Du hast das vorher erwähnt, auch der Bunker wird wieder eine Rolle spielen in der neuen Ausstellung. Er war auch früher schon Teil der Ausstellung. Wie hat sich das, wie wir den Bunker zeigen, verändert? Also wir behandeln den Bunker nicht als Ausstellungsfläche, sondern also wir nennen ihn ein Realexponat. Also der Bunker ist eigentlich unser größtes Exponat in der Ausstellung, wenn man so will. Es ist ein begehbares Exponat, man kann also hindurchschreiten und genauso wie wir auch alle anderen Exponate in der Ausstellung durch unsere Ausstellungstexte kontextualisieren und kommentieren und einordnen und Informationen darüber geben, genauso machen wir das mit dem Bunker auch. Also wir werden mit der Bunkerkommentierung zum einen versuchen, den Besucherinnen und Besuchern zu erklären, was das für eine Anlage ist, wie sie entstanden ist, auch die Dimensionen, die Größe, und wir werden aber gleichzeitig und verstärkt auf die Geschichte des Bunkers, und zwar gerade auf Facetten einzugehen, die uns auch besonders wichtig erscheinen, weil also solche Bunker haben eine gewisse Faszination. Wir wissen auch, dass viele von unseren Besucherinnen und Besuchern gerade wegen der Bunkeranlage auch kommen. Und darum ist es uns auch wichtig, klarzumachen, dass diese Faszination historisch gesehen auch ihren Preis hat. Und das kann man sehr schön auch dadurch zeigen, dass wir in der ganzen Bunkeranlage unglaublich viele Inschriften haben. Und das sind eben nicht nur Inschriften von Besucherinnen und Besuchern, die sich da bis in die 90er Jahre hinein häufig verewigt haben, sondern die gehen zurück bis in die Bauzeit des Bunkers. Also der Bunkerbau beginnt 1943 und aus dieser Zeit des Bunkerbaus haben wir zum Beispiel technische Zeichnungen an der Wand. Wir haben eine Inschrift von französischen Soldaten, die am Tag ihrer Ankunft hier am Obersalzberg am 5. Mai sich schon an der Bunkerwand verewigt haben und diesen Ort gewissermaßen symbolisch durch diese Inschrift an der Wand besetzen.
Gerade diese technischen Zeichnungen, die ich schon erwähnt habe, die stammen häufig oder wiederholt auch von italienischen Militärinternierten, die hier Zwangsarbeit leisten mussten, also die den Bunker eigentlich gebaut haben unter widrigsten Umständen. Und das muss man sich eigentlich auch vor Augen führen, dass so eine fast monumentale Anlage in ihrer größenwahnsinnigen Ausdehnung, dass die einfach nur möglich war, zum Beispiel durch so ein Instrument wie Zwangsarbeit. Während überall sonst im Reich ja die Bunkeranlagen knapp waren, während gleichzeitig ja der Luftkrieg über dem Deutschen Reich tobt. Vielen Dank jetzt dir, Sven, für diese wirklich spannenden und interessanten Einblicke. Ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, bis wir unsere Besucherinnen und Besucher wieder bei uns begrüßen können. Falls es Fragen gibt, schreibt uns ganz gerne an bildung@obersalzberg.de oder hinterlasst eure Fragen einfach in den Kommentaren. Danke.